Anstarten, losfahren, das funktioniert ja heute mittlerweile richtig reibungslos auf allen Motorrädern. Warum das so ist, wie das klappt, so reibungslos, das schauen wir uns heute gemeinsam mal an. Hier in der KTM Motorhall in Mattighofen. Heute geht es bei der Serie Motorradtechnik im Detail ums Thema Einspritzanlage, also Gemischaufbereitung. Ja, ich muss sagen, an den Vergaser erinnere ich mich noch von meinem ersten Mofa. Es war wirklich ein Mofa, eine Hercules Prima 5S. Überragendes Gerät, aber ich habe Stunden, Tage, vielleicht Wochen damit verbracht, den Vergaser einzustellen oder es zu versuchen. Und es gab immer irgendwelche Probleme mit dem Kaltstartverhalten, mit dem Choke, mit was auch immer. Das Ding lief nie gescheit, ich habe es nie richtig abgestimmt bekommen. Bis ich dann Hilfe von meinem Stiefpapa bekommen habe und dann lief es schon sehr, sehr gut. Das muss man schon sagen, aber Riesenkomfortfaktor natürlich die Einspritzanlage, wo dann eben einfach, wenn der Motor kalt ist, bekommt er ein bisschen mehr Kraftstoff. Wenn wir hoch auf den Berg fahren, wird es den Luftdruckverhältnissen eben angepasst und es ist einfach unkompliziert, funktioniert und funktioniert meiner Meinung nach einfach viel besser als so ein Vergaser. Der Vorteil der Einspritzanlage ist allein beim Kaltstart. Du musst dich um nichts mehr kümmern, dass eben mit einem Choke irgendwie der Vergaser sich weit genug öffnet, dass du beim Kaltstart genügend Gemisch in den Zylinder bekommst. Also Einspritzanlage macht das Leben einfach leichter. Ich bin sozusagen am Motorrad mit Einspritzanlagen groß geworden. Also die große Emotion für Vergaser sehe ich nicht, weil ich hatte mal ein Vergasermotorrad, das muss man immer reinigen, sich um ein drum mehr kümmern, dass es kaputt werden kann, dass man warten muss. Also ich bin New Generation, ich bin für die Einspritzanlage. Ein Vergaser, der reguliert einerseits die Luft, die durchgeht, durch einen Schieber, andererseits die Benzinmenge, wo dann zu der Luft beigemengt wird, damit eben ein explosives Gemisch erzeugt wird. Das funktioniert nach dem Prinzip, wie auch ein Flugzeug fliegt. Die physikalischen Bedingungen von Luft sind die, dass eben strömende Luft weniger Druck hat als stehende Luft. Und genau das ist das Prinzip, nach dem der Vergaser funktioniert. Der Treibstoff ist zwar in der Schwimmerkammer unterhalb vom Vergaser, das heißt, der muss nach oben gelangen, durch die strömende Luft durch den Vergaser durch, die dann weniger Druck hat, wird der Treibstoff von unterhalb aus der Schwimmerkammer angesaugt, geht durch die Hauptdüse und geht dann in den Vergaserraum zu dem Zerstäuber, der dann eben den Benzin der durchströmenden Luft beimengt. Ich habe selber ein Vergasermotorrad gehabt und wenn ich mich daran erinnere, wie ich nach dem Winter jedes Mal den Vergaser, die Schwimmerkammer entleeren habe müssen, bin ich froh, dass es mittlerweile Einspritzer gibt, ganz ehrlich. Mitunter ein Grund. Das andere ist, der Vergaser ist dann extrem kompliziert aufgebaut. Das heißt, ich habe gewisse Nadeln, Düsen, die optimal eingestellt werden müssen, damit das Ding sauber rennt. Das mit einem Einspritzer, der sich dann über Adaptionswerte noch selber anlernt, wo er in welcher Meereshöhe läuft, viel einfacher für den Kunden. Straffe Abgasvorschriften sind für uns Motorradfahrer jetzt unangenehm, sorgen aber auch dafür, dass die Motorräder verbrauchsärmer werden. Und das hat jetzt nicht nur den Vorteil, dass es günstig ist zu fahren, sondern dadurch können die Motorräder längere Reichweiten fahren mit kleineren Tanks. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, diese Abgasvorschriften von der EU, die sind so kacke und Mist. Wenn die nicht gekommen wären, würden die Motorräder jetzt nicht so wenig verbrauchen, hätten die Motorräder jetzt wahrscheinlich nicht dieses hohe Maß an mechanischer Perfektion in diesem ganzen Verbrennungsprozess. Also das hat schon auch Sinn für uns als Kunden, selbst wenn wir jetzt nicht die großen Umweltliebhaber sind, wenn wir Pragmaten sind, okay, jetzt haben wir Motorräder mit einer hohen Leistung, mit einem hohen Wirkungsgrad, mit einem relativ geringen Verbrauch und ganz nebenbei ist es auch noch gut für unsere Welt, ist auch schön. Ja. Ja, im Prinzip haben wir hier einen Drosselklappenkörper mit 2 Injektoren. Stellmotor für die Drosselklappe ist hier. Die 2 Drosselklappen selber sind
natürlich verbunden. Das heißt, der Einstellmotor öffnet beide Klappen synchron. In der Mitte haben wir einen Saugrohrdrucksensor, mit dem wir dann die Füllungserfassung im niedrigen Drehzahlbereich, niedrigen Lastbereich machen können. Und natürlich gibt es Synchronisierungsbohrungen, die vom Hersteller aber schon synchronisiert geliefert werden. Das heißt, damit beide Zylinder bei gleicher Klappenöffnung gleiche Luft bekommen, insbesondere bei niedrigen Lastbereich ist es sehr wichtig, dass die synchron laufen. Genau, oben die zwei Injektoren sind verbunden mit einem Kraftstoffrail, welches dann direkt beim Tank angeschlossen wird. Der Injektor, der sitzt im Drosselklappenkörper, weil wir bei KTM eigentlich großteils die Saugrohreinspritzung verwenden. Saugrohreinspritzung gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Varianten, wie der Injektor im Drosselklappenkörper sitzt. Klassischerweise spritzt er direkt Richtung Ventilteller. Es gibt aber auch bei den Offroad-Modellen hat man auch die Möglichkeiten, dass man 90 Grad zum Saugrohr einspritzt. Das hat einfach Unterschiede in der Gemischaufbereitung und beeinflusst dann natürlich auch das Ansprechverhalten, Leistungsentfaltung. Ja, der Injektor, der wird eben dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Motorsteuergerät dann angetaktet und einfach für eine gewisse Öffnungsdauer geöffnet, um eben die berechnete Einspritzmenge dann Richtung Brennraum einzuspritzen. Ja, das war so, das war so eine Zeit, wo die Einspritzung uns als ganz große Neuigkeit präsentiert worden ist. Und komischerweise war das aber eine jeder Neuerungen, die man im ersten Jahr nicht als so positiv erlebt hat. Weil oft ist es ja so, es kommen neue Dinge in die Motorräder rein und die sind durchwegs positiv. Man freut sich, dass das drin ist, elektronische Fahrwerk, Traktionskontrolle, das ist doch alles klasses Zeug. Bei den Einspritzungen war es bei den meisten Herstellern so, dass die ersten Systeme in der Praxis schlechter waren als der Vergaser und man halt diese saure Pille halt schlucken müssen, weil man schon gewusst hat, okay, das geht halt nicht anders wegen Verbrauch und Emissionen. Und man hat eigentlich dem Vergaser nachgeweint. Das war für erfahrene Piloten ein bekanntes Konzept, das funktioniert hat, das hat man verstanden und dass das halt am Berg oben dann nicht mehr so gut funktioniert hat wie im Tal, das hat man auch gewusst. Aber diese Vorteile, dass das eine Einspritzung besser hinbekommen hat als ein Vergaser, das hat, ich sage mal, 2-3 Jahre gedauert. So das erste Modellupdate war dann immer noch notwendig vom jeweiligen Hersteller, bis dann die Techniker das im Griff gehabt haben. Ja, der Vergaser hat einfach diese angenehme Eigenschaft, dass er je nachdem, was der Motor an Luft braucht, dass er da die mehr oder weniger richtige Kraftstoffmenge gleich mitliefert. Und das hat halt einfach eröffnet halt viel mehr Möglichkeiten für Tuning zum Beispiel. Früher hat man viel mehr so verschiedene Aftermarket-Eindämpfer angeboten bekommen, die halt sehr stark unterschiedlich waren jetzt vom Gegendruck. Dem hat sich der Vergaser wunderbar angepasst. Ne? Also wenn die Füllung besser war, hat mehr Luft angesaugt, ist mehr Sprit reingekommen. Wenn man das bei einer Einspritzanlage macht, hat man das Problem, dass die Einspritzanlage nicht weiß, dass da jetzt was anderes montiert wird und die Füllung anders ist. Das heißt, entweder wird der Motor zu fett laufen oder zu mager, je nachdem, wie stark dieser Eingriff ist, den man da macht. Und diese, sage ich mal, das, was man halt gern macht, das Tuning auch als Kunde. Ne? Die waren halt diejenigen, die das gern gemacht haben, die waren halt dann ein bisschen beleidigt auf die Einspritzanlage, weil die Möglichkeiten dann weggefallen sind. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen ein Nachteil, oder ich glaube eigentlich der Hauptnachteil dann gewesen vom Vergaser, dass diese unzähligen Bearbeitungen, die da notwendig sind, dass der funktioniert, weil alle toleranzbehaftet sind. Und da jetzt für eine Serienproduktion, für stabile, dass man dem Kunden dann auch jedes Fahrzeug möglichst ähnlich anbieten kann, das hat der Vergaser eigentlich so nie richtig geschafft, einfach aufgrund dieser schieren, unglaublichen Anzahl an Bearbeitungen mit den jeweiligen Toleranzen, die drauf sind. Bei der Einspritzanlage wird diese reduziert mit den Toleranzen, beziehungsweise
muss man dann auch zugestehen, dass einfach auch die höheren Anforderungen der Gesetzgebung an die Emissionsnachbehandlung oder Abgasnachbehandlung mehr Präzision jetzt auf der Toleranzseite verlangt haben. Die Herausforderung war damals, die Software so hinzukriegen, ne? Ist das, was ich gehört habe. Das heißt, beim Vergaser war halt über die Beschleunigerpumpe, über die jeweilige Bedüsung, das Ansprechverhalten so, dass der mal richtig ins Fette gegangen ist. Das heißt, es war schön sanft. Und beim Einspritzer muss halt dementsprechend dann die Software dazu passen, ne? Das heißt, ich muss eine Übergangskompensation machen, damit mir beim Beschleunigen, beim abrupten Beschleunigen, das nicht ausmagert. Wird machbar sein, aber nur in einem gewissen Maß. Also wir sind da schon nicht an den physikalischen Grenzen, aber wir sind da schon in einem Bereich, wo wir sehr genau die Befehle schicken, wann jetzt eingespritzt wird und wann nicht. Das heißt, da nochmal eine große Leistungssteigerung oder Performancesteigerung oder Schadstoffausstoßverringerung zu bekommen, wird schwierig. Lambda 1, das wäre eine vollständige Verbrennung. Die vollständige Verbrennung wäre, wenn man 1 Kilo Benzin mit 14,7 Kilo Luft verbrennt, das wäre eben dann eine vollständige Verbrennung. Zum Beispiel in Kaltstart braucht man einfach kurzzeitig ein leicht angefettetes Gemisch, um einfach den Motor sicher starten zu können. Wohingegen der Katalysator, der braucht ein sehr kleines Fenster rund um Lambda 1, damit der eben die Emissionen konvertieren kann. Oder auch bei Motorsportanwendungen weicht man von Lambda 1 ab. Und so übliche Lambda wären hier so 0,85 bis 0,9. Einfach aus dem einfachen Grund, weil man hier mehr Energiegehalt hat, aber wenn man keine vollständige Verbrennung mehr hat. Und auch die Brennraumtemperaturen sinken, genauso wie die Klopfneigung, was einfach alles zur Leistungssteigerung führt. Weil mit fetteren Gemischen einfach die Brennstabilität höher ist. Das heißt, der Motor läuft in diesem kurzen Betriebspunkt einfach runter. Bei einem Gemisch, was stark vom Lambda 1 abweicht, steigen halt natürlich auch die Emissionen. Wenn ich ins Magere gehe, steigen Emissionen. Wenn ich ins Fette gehe, steigen auch die Emissionen. Und deshalb ist eigentlich das Ziel immer Lambda 1. Also wie viel Benzin pro Arbeitstag eingespritzt wird, ist natürlich wieder sehr stark abhängig vom jeweiligen Motor und von den Betriebszuständen. Aktuell kann man bei einem 690 Enduro Supermoto kann man bei betriebswarmer Temperatur und bei Mattighofener Höhe, 400 Meter, kann man ungefähr sagen, im Leerlauf sind wir bei 2,5 Millisekunden Einspritzzeit. Das ergibt ca. 1 Milliliter Benzin pro Arbeitstakt. Im Vergleich dazu, im Bereich vom maximalen Drehmoment liegen wir bei ungefähr 11 Millisekunden Einspritzzeit, was ungefähr also 5 Milligramm Benzin entspricht. Das Motorsteuergerät muss natürlich wissen, wo genau steht die Kurbelwelle, welche Drehzahl habe ich, welche Last habe ich. Mal die Grundinformationen. Dazu brauche ich natürlich einen Kurbelwellensensor für Drehzahl und für die Position von der Kurbelwelle. Und für die Motorlast brauche ich den Drosselklappenwinkel und auch das Saugrauhdrucksignal, damit ich weiß, welcher Druck im Saugrohr herrscht. Das ist einmal die Basis. Auf diese Basis kann ich dann die Grundmappings, die Grundkennfelder bedaten. Das basiert üblicherweise auf den Prüfständen. Da werden einfach dann die verschiedenen Kennfelder dann appliziert.
Diese Kennfelder werden dann im Motorsteuergerät einfach noch korrigiert über verschiedene Sensoren, die eingelesen werden. Das wären zum Beispiel verschiedene Temperaturen, wie Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur, Ansauglufttemperatur. Aber auch sehr wichtig ist auch der Umgebungsdruck, sprich die Höhe. Am Berg oben werde ich Einspritzmenge zurücknehmen müssen, damit ich nicht zu fett werde. Zum Meeresniveau runter werde ich ein bisschen anfetten müssen, damit ich nicht zu mager werde. Und das Ganze wird dann natürlich von der Lambda-Regelung dann noch auf Lambda 1 hingeregelt, damit wir eben wieder optimale Verbrennung haben. Ich würde sagen, eine sehr große Herausforderung war einfach auch das Bewusstsein zu schaffen, dass eine gewisse Sauberkeit beim Tanken und so herrscht, dass einfach so eine Einspritzanlage vielleicht etwas anfälliger ist auf Verschmutzungen wie ein Vergaser. Es ist mehr eine Meinungsbildung als ein Problem, würde ich sagen. Und letztendlich natürlich mittlerweile sind die Systeme, es ist so gut, wenn man jetzt wieder mit einem Vergasermotorrad fahren würde, man glaubt, man ist in die Steinzeit zurückversetzt. Man hat einfach so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Es geht ja nicht nur um zum Beispiel eine perfekt abgestimmte Beschleunigungsanreicherung, man kann auch Beschleunigungszündungen realisieren, das alles jetzt mit den ECUs, die man für die Einspritzung verwendet, möglich ist. Die Motoren laufen einfach immer perfekt, würde ich sagen, mittlerweile. Also unsere SX-Palette verwendet nach wie vor Vergaser. Also das fängt an von 50 Kubik, 65, 85, über 125 bis 250 ist alles noch auf Vergaser. Im Enduro-Bereich sind wir bereits bei allen Modellen auf TPI umgestiegen, das heißt Transfer Port Injection. Da wird eigentlich kein Gemisch mehr angesaugt, sondern nur durch den Drosselklappenkörper Luft. Und der Sprit wird dann über Injektoren in die Überströmer beigemengt und ja, das ist eigentlich unser Konzept, wie wir es bei Enduro verfolgen. Ja, der Klassiker ist da das Kanistertanken eigentlich, oder beziehungsweise bei dem Motocross ist es oft so, in einer sandigen Umgebung, da staubt es dann auch einmal, wenn man den Tankdeckel aufmacht. Es lässt sich nicht vollständig vermeiden, dass man da verunreinigtes Benzin irgendwie in den Tank reinkriegt. Es gibt zwar so Aftermarket-Lösungen, wo man dann ein Sieb im Tank-Einfüllstutzenbereich dann nochmal montiert, aber es wäre eigentlich grundsätzlich die Aufgabe der Kraftstoffpumpe samt der Filtersystem, diese Partikel dann herauszufiltern. Man muss aber da ehrlicherweise erwähnen, das hängt dann auch mit dem Ausmaß der Verschmutzung zusammen, wie lange das System dann funktioniert. Die Filter der Kraftstoffpumpe filtern das raus, aber wenn der Filter zugeht, weil eben die schiere Anzahl von diesen Partikeln da ist, dann funktioniert das halt nur eine entsprechend kurze Dauer und dann wird der Benzindruck sinken. Der Fahrer merkt es dann, weil die Leistung abnimmt und er wird wahrscheinlich auch das merken, dass die Abstimmung, dass das einfach nicht mehr, das ist nicht mehr homogen, das funktioniert nicht. Und dann muss er halt die Pumpe ausbauen, das Filter wechseln und man ist dann beim nächsten Mal, glaube ich, schon eher bemüht, wieder sauberen Kraftstoff zu tanken. Die unteren sitzen unterhalb vom Drosselorgan, also von unserer Drehwalze, und die oberen sitzen eben oberhalb von den Trichtern. Die oberen, die brauche ich für maximale Motorleistung. Das ist einfach die Verdampfungsenthalpie, nennt man das. Also dieser Kraftstoff, der kühlt die Luft ab und dadurch habe ich eine höhere Ladung in dem Brennraum wieder. Und die unteren, die brauche ich, dass der Kanal immer benetzt ist und um eben ein gutes Ansprechverhalten in niedrigen Lasten zu bekommen.
Ja, Einspritzanlage, das war jetzt das Stichwort für eine kleine Getränkepause hier in der Garage in unmittelbarer Nachbarschaft von der KTM Motorhall, so ein Hotspot für ein Motorradtreffen. Ich möchte aber auch, dass unser 1000 Best TV-Kanal natürlich so ein Hotspot ist für euch, wie ihr unten drunter über das Thema sprechen könnt, technisch sprechen könnt, über das Thema Einspritzanlage. Freue ich mich sehr, wenn ihr die Diskussion unten bereichert, und unten in der Videobeschreibung habt ihr auch den Link zu den weiteren Folgen dieser umfangreichen Serie, wo wir hoffentlich alle Fragen zum Thema Motorradtechnik gemeinsam erklären, erläutern. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe, bei der nächsten Folge von Motorradtechnik im Detail. Bis dann, ciao!